Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Council und mir, dem Jan von Let's Play History. Wir haben Episode 3 abgeschlossen, Louis hat seine Hand verloren, wir können ein Buch lesen, das Organon, mehr haben wir aktuell nicht, uns fehlen hier noch die Manuskriptseiten, jeweils eine von Sarahs Notizen und Mortimers Gedanken über die Gesellschaft. Und Nele hatte mir verraten, dass ich hatte ja geschaut, wie viele Plätze hier noch offen sind, eben gerade im ersten Anlauf, nämlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dass 2 davon frei bleiben, die hängen ab von der Spezialisierung, die man am Anfang gewählt hat für den Charakter. Finde ich sehr spannend. So, kleine Rückblende. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Ist nicht ganz klar, warum bei diesen Rückblenden die Gesichter nicht so richtig gezeigt werden. Ob das ein Bug oder ein Feature sein soll. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not going to get the better of us! Mother? Louis, you've come around. How do you feel? Das ist Kunst. It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. Aber da, wie sie es gerade eingestellt hat, ist es doch falsch. We've done it, Louis. Ja. Look. Stubborn as a mule. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Was ich noch sagen wollte bei dieser Emily-Emma-Situation, musste ich die ganze Zeit immer an dieses Spider-Man-Gift denken. Kennt ihr das? You, oh you, you, oh you. Das kam mir gerade der Gedanke wieder, als sie da sprach. Nein, ich bin die wirkliche Emily. So, wie hast du es denn nun aufbekommen? Wait, I've gotta know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. Ja. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me, where did I go wrong? Also, die ersten beiden Schritte wusste ich ja, den letzten auch, aber ich habe ihn falsch rum gelesen. But I had linked the theme of the crucifixion to its date, its place, and its symbol. You know, I didn't do any better than you on the first go, and it took 2 failures to get it right. You needed the middle disk of the lunar calendar, I think. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis.
Was ist das? But where are we? I don't know, but we better not hang around. Also, was hat er denn? Er ist aus der Fassung. Völlig aus der Fassung. Dafür hat er aber die Taschen voller Honig plötzlich. Dann können wir doch gerade mal unsere Konzentrationspunkte auffüllen. Boing. Denn jetzt ist er auch berauscht, weil er 4-mal hintereinander so ein Genussmittel zu sich genommen hat, wie es so schön heißt im Spiel. Das kann ich aber hier mit wieder aufheben. So. Das habe ich auch in der Vergangenheit, glaube ich, weniger häufig benutzt, als ich es hätte tun sollen. Ich habe gerade auch beim Starten gesehen, ich habe ein Achievement dafür, dass ich irgendwie ein Kapitel komplett ohne irgendwas davon zu nehmen durchgespielt habe. Naja. Vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders. So, nichts sagen. Was dachte sie, was dahinter ist? Wo sind überhaupt die Hände? Habt ihr die Hände wieder eingesammelt? Wir sollten auf der Hut sein. Logik. Ja, klingt logisch. Okay. Be careful, Mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Aha. Ja, da gehen wir natürlich mit Geschichte dran, ist doch klar. Also Belesenheit heißt es hier. Oh, that? That's what we come to find? The lance that a centurion stuck in the side of Christ at his crucifixion? That's it. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, What? let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Warum hat sie auf einmal geschossen? Ja, warum? Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Ja. Überzeugung. Überzeugung für 2. Ja. I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not even... Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Hä? Was ist denn mit ihr? Also erstmal, warum? Okay, es gab einige Hinweise auf die Lanze. Wie gesagt, es gab dieses Gemälde, der Lanzenstoß, wo der Typ mit einer Lanze stand. Das war aber zur Geburt oder kurz nach der Geburt. Das hatte also keine direkte Verknüpfung mit dem Lanzenstoß. Und dann gab es diese Gemälde, wo mit der Typ da seine Finger in die Wunde steckt und solche Sachen.
Und jetzt sollen wir mit Piaggi darüber reden. Jetzt ist die... Ist die Frage... Ich muss sie finden. Ich kann ihn befragen. Zu befragen müsste ich ja wohl wieder hier rausgehen. Das scheint mir aber jetzt nicht primär gewollt zu sein, oder? Ich werde mich doch erstmal hier umgucken, schätze ich mal. Was will das Spiel von mir? Weil die Quest natürlich schon sagt, ich sollte mit ihm sprechen. Okay, kann mich auch erst umschauen. Na gut. Dann mache ich das doch mal, ha? Flavius Aetius. Der Triumphator auf den katalaunischen Feldern. I remember. He was the Roman general who defeated Attila and his hordes in the terrible battle of the Catalonian plains. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Tja, wie sind die ganzen Gemälde hierher gekommen? Nichts als Fragen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wer hier noch rumliegt. Unbekannt verzogen. Ist alles voll mit Sarkophagen. Hallo Lanze? Nehmen, untersuchen. Wenn ich untersuche, muss ich sie auch nehmen, oder nicht? Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Nicht mitnehmen. Da liegen also mehrere. Aha. Okay. Ja, gut zu wissen. Ich hätte jetzt instinktiv in der Logik des Sammlers alles eingesammelt. Zumindest versucht. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Ra. Ra. Die ist hier nochmal besonders gerahmt. Wer kommt denn eigentlich hier runter, befeuert diese ganzen Schalen und stellt hier regelmäßig neue Kerzen rein? I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Noch eine mit Fisch. How much is the fish? This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Das heißt, die ist genauso wie die da hinten? Ich hätte jetzt ja mal von der Form gesagt, dass es diese hier ist, aber
Oder die? Und die... Da ist Ra drauf. Warum sollte da Ra drauf sein? Warum sollte der Fisch drauf sein? Das ergibt beides keinen Sinn. Es sei denn natürlich nachträglich... Great, honey. Great. Hinzugefügt, um... Naja, als sie als Reliquie benutzt wurde, sozusagen. Wer liegt hier? The sarcophagus of Lord Mortimer. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Mit aller Kraft öffnen. Ui, das kostet ja richtig. Na gut, ich könnte ein Mittelchen dagegen nehmen. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's far too heavy. I'm not gonna be able to do it on Ja, my vor own. allem mit einer Hand nicht, ne? Jetzt ist es ja offen. The sarcophagus of Lord Mortimer. Und jetzt wieder nicht. Hey, Let's see what we Spiel. can find here. Ja, dann werde ich doch mal was nehmen. Nächste Fertigkeiteneinsatz kostet nichts und mit links hätte ich fast gesagt. Now let's see what's inside. Passt nicht so ganz. Das kannst du aufmachen. Da war Honig drin. Und Bernstein. Okay. Na gut. Und dann zurück. Man konnte hier, glaube ich, noch einmal anders abbiegen. Das gucken wir uns dann auch mal an. Tja, ne, diese sind zu oval, glaube ich. Ja, hier kann man noch rechts herum. This sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Ja, da sind auch Figuren an der Seite dran. Und da oben ist diese Keilschrift, die wir noch nicht kennen, diese vorzeitliche. Und darunter steht aber irgendwas auf Griechisch. So. These symbols, these grooves, cuneiform script. This is humanity's oldest alphabet, the language of Babel. Sadly, Babel. no one today even knows how to decipher it. There's also some text engraved beneath in ancient Greek. Sargon. Sargon. Is this the tomb of a king? Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or epitaph. Sargon. Sagt mir irgendwas, aber ich krieg's nicht irgendwie zugeordnet gerade. Kann nicht so richtig erkennen, was ist denn hier auf der Seite überhaupt drauf? Sollen das Tiere sein? Ich kann das nicht erkennen. Sargon, Sargon, Sargon. Solon kenne ich. Huch, hier liegt auch noch eine. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Eine aufgehende Sonne.
here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the tip. Also ich glaube mal, der Fisch ist irgendwie ein Ausschlussindikator. Wie sollte man die sonst unterscheiden, wenn die alle so blattförmig sind und den Fisch haben? Also gut, das eine war halt jetzt golden. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Oh my God! Übersetzen. Clemens. Clemens III. Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? Der Name sagt mir was. That was the Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. He was basically an anti-pope. His path to the throne was pretty turbulent, and he had to be enthroned several times. The result of a long conflict between the papacy and the Holy Empire. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Okay, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob die Sarkophage jetzt nur da sind, um diese ganze Geschichte von vorher zu verbinden, oder ob die jetzt Teil eines Rätsels oder so sein werden. Oder ein Hinweis darauf, welches die richtige Lanze ist. This one has no name. I wonder who it was for. Ja, frage ich mich auch. Guck doch mal rein. Mach's doch auf! I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Da ist wieder Ra drauf, aber es ist eine blattförmige Klinge. Warum? Warum? Liebe Leute, ich gehe mal zurück zu Piaggi, denn das will das Spiel ja von mir. Ich soll ihn befragen zur Heiligen Lanze. Und dann werden wir, wie wir gehört haben, schon wieder zurück oder danach nochmal wieder zurückkehren und wahrscheinlich ein paar Hinweise darauf haben, welche Lanzenspitze womöglich die richtige ist. Die müssen wir dann wahrscheinlich einsammeln und zu Sarah bringen. Warum schreist du eigentlich hier so rum? Das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.